Ein Audi Q7, aber es geht überhaupt nicht um dieses Auto, dieses wunderschöne Auto in Schwarz. Es geht um diese Dachbox, die engineered in Germany ist und aus GFK komplett. Und da haben wir heute die Macher hier, zumindest mal ein paar von denen haben wir da, denn es gibt einige Highlights bei dieser Dachbox, insbesondere der Preis, denn sie ist nicht teurer als eine Kunststoffbox und GFK hat natürlich einige Vorteile. Du bist die? Natascha. Hallo Natascha, du bist ja? Darius. Ja, und da ist ja eine Frau. Monika. Hallo Monika, ihr seid lang gefahren zu uns nach Saarbrücken. Wie lange wart ihr unterwegs? Knapp 5 Stunden. 5 Stunden, nur um mich zu sehen. Nur um dich zu sehen, da warten wir den ganzen Morgen drauf. Das ist aber süß. Ja, ich zeige das mal gerade, da steht da, Box 2000 heißt die Freizeitlinie, würde ich jetzt mal sagen. Ihr seid eigentlich so die Spezialisten für Surfboxen. Ja. Das heißt so Surfbretter, die sind ja riesig und wir können euch mal sagen, wir werden das nächste Video über eine Surfbox machen. Da habt ihr euren Anhänger mit dabei. Genau. Das Ding ist riesig, oder? Das ist eine ganz riesige Box. Die links steht im Karton, das ist eine Jumbo XL oder eine Jumbo in diesem Fall. Die ist 2,60 Meter lang und 1,20 Meter breit. Kann man die denn auch verwenden, wenn ich in Urlaub fahre und kein Surfbrett habe? Ja, auf jeden Fall. Die ist eigentlich auch für eine Großfamilie geeignet mit mehreren Kindern, da man ja sehr viel Gepäck hat dafür. Ne? Man braucht ja eine Riesenbox. Das Coole ist, ihr seid Inhaber geführt, ihr seid nahbar, ihr seid doch ein recht großes Unternehmen für Dachboxen. Ihr seid praktisch in Europa die Nummer 1 für GFK Dachboxen. Das ist richtig, ja. Es gibt eigentlich kein Unternehmen, was an uns herankommt. Sag das nochmal. Es gibt kein Unternehmen, das an uns heranreicht. Das wollte ich hören, ja. RE steht auf dem Auto drauf, was ist das? Das ist Recklinghausen, Kreis Recklinghausen. Wir sitzen in der schönen Stadt Haltern am See. Haltern am See und so. Und du kommst ursprünglich aus Polen? Genau, ich komme aus Polen, gebürtig, aber schon ewig in Deutschland. Man hört gar nichts. Ja, gut, aber so. Man eignet sich das irgendwann gut an. Denn wir können nämlich mal die Katze aus dem Sack lassen. Die Dinger werden in Polen gebaut, in höchster Qualität. Du selbst überwachst die ganze Fertigung? Ja, genau, so ist das. Wir schauen uns das mal ganz genau an. Ihr habt 4 verschiedene Farben, denn ich habe eben dumm gefragt, kann man den auch in Wagenfarbe lackieren lassen? Wahrscheinlich irgendwie würde das gehen, aber du hast ein gutes Argument, warum man es nicht tun sollte. Ja, man wechselt das Auto eigentlich. Zurzeit werden häufig Leasingfahrzeuge gekauft und die hat man maximal 3 Jahre, dann hat man wieder ein anderes Auto. Und wenn man eine rote Dachbox oder eine grüne Dachbox hat und dann ein blaues Auto, das passt schlecht. So, jetzt haben wir hier einen Dachgepäckträger von Atera. Das ist also nicht der Original Audi, haben wir extra mal genommen, ja. Denn ihr seid recht flexibel. Hier oben sieht man es. Ihr habt Schienen mit drin, wo ich also das frei bewegen kann. Ja. Genau, man kann die Box hin und her schieben, passend wie man den Träger gesetzt hat. So, und das ist GFK. Am besten werden wir uns das gleich mal angucken, indem wir die mal auf die Böcke gleich mal runterholen. Ihr habt sie jetzt festgemacht, oder? Genau, die ist erstmal fest, die ist so, damit die Heckklappe komplett aufgeht. Und ansonsten vom Gewichtsverteilung für dieses Auto am besten ist. Ja, hier sieht man es GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff. Jetzt sagen ja viele, ja, wenn die mal entsorgt werden muss, das ist ja nicht so umweltfreundlich, aber ihr habt ein gutes Argument, ja. Die hält ewig. Ja, auf jeden Fall, wir haben seit 30 Jahren machen wir die Dachboxen, die werden jetzt immer noch bei eBay für ganz viel Geld verkauft. Also Langlebigkeit auf jeden Fall, nach 30 Jahren. Nachhaltigkeit ist ja das große Thema. Das heißt, glasfaserverstärkter Kunststoff hält wirklich sehr, sehr lange. Und wenn mal was kaputt geht, ist das Coole, man kann es sogar ausbessern, oder? Genau, das kann man ausbessern. Da gibt es ja bei YouTube diverse Anleitungen, GFK-Reparatur. Auch wenn man vergisst, vom Dach runterzunehmen und Tiefgarage kommt, dann kann man das wirklich alles noch reparieren. Ja, ihr habt keine Kosten und Mühen gespart, denn ihr habt Gasdruckdämpfer reingemacht. Funktionieren die denn auch im Winterurlaub? Ja, auf jeden Fall. Die sind frostsicher und funktionieren eigentlich immer bei Hitze, bei schlechter Witterung, Kälte auf jeden Fall. So, Box 2000, was hat die für ein Volumen? Die hat jetzt knapp 800 Liter Volumen. 800? Ist aber auch sehr dünnwandig, deswegen sieht die auch von außen gar nicht so groß aus wie normalerweise die profilierten Dachboxen aus ABS-Kunststoff. Ja, wichtig ist ja die Höhe und was darf man denn maximal in die Box dann reinladen an Kilos? Also wir gehen bei der 95 Kilo Nutzlast, man kann aber ruhig mehr draufladen. Die Autos halten es aus, man muss das halt aus dynamischen Gründen eben bei den langgezogenen Kurven ein bisschen vorsichtiger fahren. Ja, so die Dachlast steht ja wahrscheinlich im Schein drin, oder? Ja, das ist die bzw. empfohlene Dachlast von dem Hersteller, vom jeweiligen Hersteller. Ja,
Du sagst natürlich, also man sollte die nicht überschreiten, oder? Ja, Sag das bitte. Natürlich, man sollte nicht. Aber Fakt ist ja, dass die Leute tatsächlich, wenn die weg wollen, wir haben ja viele Surfer in der Kundschaft oder Skifahrer, die 6, 7 Paar Ski haben und Schuhe und die wollen einfach alles reinpacken. Wenn da 20 Kilo mehr sind, dann tut das der Box überhaupt nichts. Okay, ich nehme das jetzt mal so einfach mal so mit, ja. Aber es gibt ja da so Sachen, die stehen ja da drin. Ich meine, wir sind ja hier immer noch in Deutschland und nicht irgendwo in, ich sag mal, im Rest der Welt, wo es ist. Ihr müsst diese Boxen auch prüfen, oder? Natürlich, die ist auch DEKRA getestet, diese Dachbox. Ja. Die ist nicht durch den Test gefallen. Die Tests, die werden ja leider Gottes nur bei 27 km/h durchgeführt. Und da kann man sich ja vorstellen, bei 27 km/h, das ist eigentlich nichts. Ja. Die Tests müssten eigentlich mit höheren Geschwindigkeiten. 27 bis 30 ist der Test, der dann City-Crash-Test genannt wird. Und die Boxen sind die halt doppelt überlappt vorne, sodass da vorne überhaupt, egal wann, nichts rauskommen kann. Ein Leben mit Dachboxen, wie sieht das aus, wenn man praktisch aufwächst und hat schon die Dachbox neben der Krippe stehen? Ja, wundervoll. Also ich bin damit aufgewachsen und habe eigentlich meine ganze Kindheit immer mit in der Firma verbracht und arbeite da jetzt auch. Ja, genau. Sehr cool. Ja, es gibt einiges zu tun. Wir gucken uns die mal an. Bitte mach die mal zu. Die ist jetzt festgemacht, gell? Im Moment. Die ist jetzt provisorisch erstmal fest. Provisorisch. Denn ihr habt nämlich einen riesen Vorteil. Sie ist nicht hässlich. Ja, das ist nämlich auch ein riesen... Ich gehe davon aus, dass sie nicht hässlich ist. Ja, das große Thema ist Windgeräusche. Also oft fährst du ja so irgendwelchen Autos nebenbei und dann fangen die so ultra an zu pfeifen. Kennst du das? Ja, das kenne ich, aber das macht sie nicht. Sie? Sie. Ist sie weiblich? Dachbox. Die Dachbox. Ist weiblich. Genau. So, das Ganze ist nämlich hier vorne, sie ist aerodynamisch geformt, aber wahrscheinlich habt ihr sie im Windkanal auch irgendwann mal getestet, oder? Genau, wir haben die bei 250 km/h sogar getestet. Bei wie viel? 250 km/h, weil wir haben auch Gegenwinde, darauf müssen wir auch berücksichtigen. Deswegen geben wir für die Dachbox bis 200 km/h durchaus machbar und ohne das 200? 200 auf der Autobahn, so, ja. Da das Ding aus GFK ist, du musst ja mal die Leute mal so ein bisschen aufklären. GFK, da ist so ein Netz drunter, das wird irgendwie in Kunststoff eingegossen, oder? Ja, das wird erstmal, wird das Gelcoat, das ist die glänzende Schicht, wird aufgetragen auf die Form. Ja. Und darauf wird dann Kunstharz aufgegossen und Glasfasermatten draufgelegt und das Ganze wird nochmal laminiert und gerollt, bis das alles irgendwie eine Form hat. Das ist Handarbeit, oder? Das ist alles Handarbeit, ja. Alles Handarbeit. So, jetzt denkt man, wenn man das hier so sieht, das wird jetzt nicht irgendwie eingelassen, reingepresst und so weiter. Da sind Menschen mit am Werk. Ja. Das Ding muss doch bestimmt über 1.000 Euro kosten. Wie liegt der Preis hier? Ja, die liegt bei etwas über 700 Euro. Wobei wir da auch tatsächlich nicht mehr mit Läden arbeiten, sondern alles im Eigenbetrieb anbieten. Deswegen haben die auch jetzt so eine Aktionspreise seit längerer Zeit. Und hoffen, dass das so in dem Rahmen noch bleiben darf. So, das ist eure Seite, box2000.com. Ihr habt noch eine zweite Serie, der Name ist der wie? Surfline Box. Surfline Box. So, Beluga ist das jetzt hier. Ist das der Typ Beluga? Das ist der Typ der Box. Das ist eine Beluga XXL. Wir haben auch noch eine Beluga. Wir haben insgesamt 30 verschiedene Dachboxen im Programm, für jeden Zweck geeignet. So, jetzt kommt was Besonderes, bevor ich da gleich mal hochsteige und reingucke. Du kannst hinten die Klappe immer aufmachen. Das ist nicht überall der Fall bei großen Boxen, oder? Genau. Das ist halt, weil wir variable Punkte haben, die nicht fix sind, können wir die Dachbox selbst, wenn sie drauf liegt, verschieben, wohin wir sie wollen und dann kann man die anschließend befestigen. Also nicht erst befestigen in Fixpunkte, sondern man kann die durchaus so verschieben, dass jedes Auto die Heckklappe aufkriegt. Zeig mal bitte. Ja. Jetzt hat der nämlich noch die Heckklappe, oder? Ja, die Heckklappe. Gut. Mach mal. Aber die ist jetzt... Ja, ich gucke mal so von der Seite. Ja. Die hast du natürlich genau eingestellt, aber man kann sie ja verschieben, so dass es passt. Und hier hast du noch genug Luft. Das ist noch nicht mal ganz geöffnet, das geht noch weiter. So. Genug Luft auf jeden Fall. Und du sagst, das beachten viele nicht. Ja? Die kaufen dann die Box, haben sie zu Hause. Ja, die kaufen dann und dann fragen die, warum die Dachbox nicht passt. Und sagen, was haben sie in der Box? Ich denke immer, das ist eine von uns, aber dann haben die irgendeine andere gekauft und lesen, bei allen Autos ist die Heckklappe zu öffnen. Aber damit meinen die halt eine andere Box, die sowas haben wie wir. Sag mal, wir haben ja gerade eben die Box gesehen, wenn die hier so ankommt. Das ist übrigens die Verpackung. Du hast sie eben ausgepackt mit deinem Papa. Ja. Das ist schon ziemlich groß. Die kommt wahrscheinlich nicht mit DHL, oder? Nee, die kommt mit einer Spedition, mit der wir zusammenarbeiten. Und wir verpacken die 5-fach eben, um Beschädigungen zu vermeiden. Und jede Box ist
so eingepackt. Ist noch eingepackt. Also wenn die kommt, die ist auch ordentlich verpackt, damit die eben nicht kaputt geht. Da haben wir noch Styropor da mit dabei gemacht, so ein bisschen an den... Vierfach und so. Also Vierfach? Ja, das ist teilweise vierfach verstärkt und noch Styropor dazwischen. Also das ist alles sehr, sehr aufwendig heutzutage. Gut, das ist auch natürlich Eigenschutz. Ja, du bist ja heute messbar im Internet. Du kriegst Bewertungen, Rezensionen. Gibt nichts Schlimmeres wie das. Man steht da immer so mit einem Bein im Grab, wenn man was falsch gemacht hat, oder? Ja, genau. So, und da vorne ist die Surfbox, können wir uns gleich mal anschauen. Wenn du mal gerade so lieb bist, die Surfbox mal gerade runterholst zusammen, dass man mal sieht, was die ungefähr wiegt, so leer, so eine Surfbox. Ja, die wiegt 22 Kilogramm, die jetzt Okay, zu zweit geht das, oder? zu zweit geht. Alleine auch. Alleine auch? Ja, Bist du so stark? ja, ich glaube, Herren der Schöpfung sowieso, ne? Das ist kein Problem. Die Boxen sind vielleicht etwas unförmiger, um die jetzt so zu tragen. Aber diese Box kann man auch alleine tragen. So, lass uns mal ganz kurz sehen. Denn ich will nämlich noch mal ganz kurz noch mal auf das Thema eingehen. Wo sind jetzt hier die Unterschiede? Die Surfbox hat unten keine Einbuchtung. Einbuchtungen für Dachträger. Das heißt, die kann man individuell verschieben. Zum Beispiel bei einem Bus, VW-Bus oder ähnlichem. Wenn man dort 3 Träger einzieht, kann man sich zusätzlich immer noch Löcher bohren, sodass man die Box passend drauflegen will. Das ist der Vorteil. Oder auch beim Pkw. Manchmal muss man noch mal anders die Box drauflegen und eben zusätzlich bohren, wenn die Löcher nicht passen. Was ziemlich cool ist, ihr habt jetzt einen Dachgepäckträger auf der Box. Das geht bei GFK, oder? Das ist ein Surfträger. Das ist auch ziemlich einmalig. Da kann man ein Surfbrett drauflegen oder 2. Also man kann problemlos den Deckel mit 30 Kilo belasten. Bis 20 Kilo, das heißt meistens 2 Surfbretter kann man immer noch. Ach, 2 können mit transportieren. Ja, kann man immer noch die Box Das öffnen. dann so aussehen, Ja. ohne zu befestigen. Ja, die Box geht immer noch auf. Die an. Und die Box geht noch auf. Ja. Genau, und die Box können wir dann noch. Achso, das heißt, die Gasbruch, die entsprechenden Dämpfer sind so stark, Ja. die kann man ja kaufen in verschiedenen Stärken. Ja? Genau. Ja, die gibt's. Die werden extra eingebaut mit 150 Newton. Sind auch sehr langlebig, die Dämpfer. Und So. wir haben alles als Ersatzteile auch da, falls nach Jahren mal etwas defekt geht. So, das hier ist GFK, hier sieht man es sehr schön. Das ist die Wandstärke, die ist wie dick ist die? Je nachdem welchen Bereich. Also hier ist sehr dünnwandig, Millimeter, 2 maximal. Ja. Hier an den Seiten ist leicht verstärkt wegen der Seitenkräfte. Okay. Und vorne haben wir halt so Scharniere aus, übrigens alles aus Edelstahl bei uns. Das Edelstahl. Gut, ihr seid da mehr viel unterwegs, oder? Genau, genau. Und das ist wichtig für unsere Kunden, gerade im Surfbereich. Aber auch bei Skiern hat man schon mal Skier, die nass sind, die auch Korrosion verursachen können. Und deswegen machen wir das eben alles in Edelstahl. Ob das hier sowas ist oder die Beschläge hier oder vorne die Scharniere, die auch geschraubt sind und nicht genietet sind. So, ganz wichtiges Thema ist UV-Licht. Jetzt habe ich dich mal geholt, mal gucken, ob du das schon weißt. Ja, das heißt, wenn die Sonne da Tag und Nacht drauf scheint, das macht ja nichts, oder? Das macht ja nichts. Ja, das normalerweise Kunststoff altert ja, gast ja so ein bisschen aus, wird brüchig, spröde. Das Problem habt ihr nicht. Nee, weil das Gelcoat ist extra hitzebeständig. Gelcoat, klär mich mal auf, was ist Gelcoat? Gelcoat? Das ist die erste Schicht, die so glänzt. Ja, Das wird erstmal in die Form reingespritzt. das ist keine Farbe. Das ist keine Farbe. Ja. Das wird in diese Negativform reingespritzt und Ja. wird ausgehärtet und danach wird erstmal auflaminiert, sodass es chemisch verbunden ist halt mit dem Ganzen. So, das sind also mehrere Schichten. Ist hochstabil, muss man sagen. Wenn sie Hochstabil auf natürlich jeden Fall. zu ist, geschlossen ist, dann ist die Form auch da und dann passt das. Genau. Krass. Und wie bist du damals auf die Idee gekommen, sowas zu Ja, machen? durch meinen eigenen Sport Surfen. Du surfst? Ja, genau. Gut. Stark. Also nicht, dass ich das mal nicht zutrauen würde, aber ich sag mal, Surfen ist für mich, wenn ich die immer sehe, so in Spanien, da gibt es jetzt Profis, wenn man das nicht so gut kann, das ist ja schon viel Man Aufwand. muss das schon lernen, ja, lernen, ganz ja. genau. Wir haben ja nicht nur Surfboxen, wir haben ja auch Boxen für Kiter. Das heißt, die Kiter brauchen ja auch mehr Platz in der Höhe. Dafür gibt es So ein Langboard oben draufsetzen, wenn die Kinder haben und das nicht ins Auto soll, ist das eine gute Lösung. Also ich würde mir vielleicht eine Surfbox nehmen, dann sieht das so aus, das wäre echt ganz cool, ja, und mach dann innen drin ein Fahrrad rein oder so. Genau, genau. Ja, klasse. Wir haben einiges heute gezeigt. Also ich zeige mal gerade den Unterschied. Das hier ist komplett flach. Da kannst du festmachen, wo du willst. Genau. Das hier ist das Band zum Zuziehen, dass du auch gut Genau, rankommst. dass also nicht keine Stütze und dann der Deckel oben bleibt. Das fragen ja viele Kunden.
Das schwebt also tatsächlich in der Luft und bleibt auch oben. Und das hier ist wirklich die Beschläge hier sind Edelstahl. Ja, genau. Die sind auch vernietet, das hält auch gut. Ja, das geht auf jeden Fall. Auch die Nieten sind Edelstahl, was viele dann halt falsch machen, weil Edelstahl und Alu korrodiert wieder und wir machen das richtig halt. Sehr schön. Und das ist dabei. Preis von der Box? Die kostet jetzt Knapp über 700 €. Okay. mit diesem Träger oben drauf, weil das ist ein typischer. Ich muss ja mal aufpassen, was ich sage. Wenn ich sage, 700 € geht ja noch, ja, dann springen schon viele im Dreieck und sagen, ich will aber eine für 300 €, aber ihr macht ja auch Qualität. Was ist die billigste Box, die ihr anbietet? Die billigste, billig haben wir gar nichts. Die günstigste. Die günstigste, 639. Also liegen alle so. Ja, ja. So, und ihr habt erzählt, also ihr kriegt die Boxen teilweise eBay Kleinanzeigen, wenn ihr die seht, die sind dann 10 Jahre alt. Was Genau. werden noch gehandelt für 400 € oder was? Also kürzlich war ein Kunde bei uns, der hat eine Dachbox bei eBay Kleinanzeigen verkauft, die SLB 400. Die haben wir Mitte der 90er gehabt und die hat er noch verkauft für 500 € und die hat mal gekostet 450 D-Mark. Da hat er dir einen Brief geschrieben und hat dir 50 € überwiesen. Genau, Komm, ich zeig's noch mal gerade. Das ist jetzt die Beluga, genau der Typ, wie heißt sie? das ist die Beluga XXL. Die X ist jetzt die größte Beluga. Das ist die größte Beluga, genau. So, die größte Beluga, die da ist. So, heute stehen wir nämlich hier. Wir haben den 25. Gestern war ja praktisch Heiligabend in einem Monat. Ja. Und heute ist ein Tag später. Bald ist ja Weihnachten. Ein schönes Weihnachtsgeschenk. Für mich ja nicht, ne? Aber man könnte das Wird ja aber tatsächlich gut sehr oft verkaufen. verschenkt. Wird sehr oft verschenkt, gerade Weihnachten. Dass Ja. die Frau dem Mann Ja. endlich mal Endlich mal die Dachbox schenkt. Ja. Ja, weil So, jetzt letzte Frage. Was ist denn alles dabei, wenn ich die so kriege? Klar, die Verpackung ist dabei, auch schon gesehen. ja, genau. Also es sind komplette Befestigungsmaterialien Zeig mal. dabei. Drin, dass ich das mal sehe. Ich gucke noch mal ganz kurz rein, dass ich ja nicht auf dein Auto fliege. Das ist so schön. Das heißt, du tippst die nur an, dann geht die von selber hoch. Alle Dachboxen. Und das, was wir da sehen, das sind Edelstahlbleche plus T-Steine. Die werden in diesen Träger aus Alu reingeschoben und wir haben 4-mal Gewinde nur zum Befestigen. Das geht relativ schnell. Und dabei sind dann auch noch Bügel, falls jemand so ältere Träger hat, aus also vierkant, Kunststoff beschichtet. Da muss man halt leider heute so Träger nehmen, so Bügel nehmen. Sind dabei. Die sind auch dabei in Edelstahl und die gibt es allerdings, wenn jemand Probleme hat, wie Wohnmobil, spezielle Befestigungsart braucht. Und dann kann man die auch in jeder Breite, jede Höhe noch zusätzlich bekommen bei uns. Da sind wir, Vielleicht solltest du das nochmal sagen. Wir haben aber auch Gurte dabei, aber die sind nicht dafür da, dass man die um die Box herum legt. Wäre vielleicht ein Missverständnis, sondern einfach innen drin, wenn man nur Ski reinlegt und die rappeln, dann möchte man natürlich, wenn man unten Das sind die Bündel so ein bisschen, ja. ja, dass man die bündelt und nicht einfach so nur reinlegt. Ne? Aber es kann nichts durchschießen. Wie bei Das anderen ist auch Dachboxen. wichtig, wenn es jetzt zum Crash kommt zum Beispiel. Das GFK ist ja in sich sehr stabil. Stabil, selbst bei einem Aufprall, also da passiert nichts, da schießt nichts durch. Es sei denn, ich treffe es besonders hart. Auffährt, ja. Okay, super. Und denkt dran, wenn ihr so eine Box transportiert, das Auto ist dann ein bisschen höher. Da habt ihr wahrscheinlich auch schon eine Rückmeldung gehabt, oder? Ja, ja. So, doch in die Tiefgarage gefahren. Ja, es gibt viele Kunden, die dann immer sagen, meine Frau ist in die Tiefgarage gefahren, ich brauche eine neue Dachbox. Aber meistens, ne? Finde ich aber gut, dass du das als Frau mal sagst, ja, weil ich als Mann darf es ja nicht sagen. So, dann, ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Es ist kalt, wir haben 3 Grad. Ihr seid 5 Stunden gefahren. Ja. Und wir werden noch ein bisschen Werbung machen. Lieferzeit, sind die lieferbar? Wir haben alles am Lager. Wie? Ihr habt alles im Lager? Ja, wir wir haben noch 2021. Ja, trotzdem haben wir alles am Lager. Wir hatten ein paar Probleme mit Material. Da sind wir jetzt bei 2 Dachboxen etwas im Rückstand. Aber ansonsten haben wir ziemlich viel immer am Lager. Die Produktion läuft immer Also, weiter. liebe Campingfans, liebe Surfer, liebe egal was, ja, kauft den Leuten die Bude leer. Denn ich bin immer dafür natürlich Qualität zu kaufen. Denn wenn man Qualität kauft, kauft man sie einmal. Und der Wiederverkaufswert, du hast ja schon erwähnt, wenn die dann mal doch nicht passt. Also man verliert in der Regel fast gar nichts an der Dachbox. Wenn man sie 10 Jahre hat, kriegt man mehr, als man bezahlt hat. Das Ja. ist Fakt. Sehr schön. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und euch Frostbeulen, sage ich jetzt mal. schön kalt. Es war ja eure Idee herzukommen im November, ja. Aber ich habe auch gesagt, wir dehnen draußen. Aber es macht doch Sinn, das mal zu zeigen, oder? Auf jeden Fall. Denn, Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.